Einmal schwarz-gelb, immer schwarz-gelb. Ich drücke euch im Derby die Daumen. Viel Spaß mit Nobby, euer Fleming. Das Derby. Dortmund und Gelsenkirchen bringen den Pott zum Kochen. Die Ausgangslage. Mit einem Dreier zieht der BVB an den Blauen vorbei. Der Derby-Held, 200 Mal im BVB-Dress und heute im Studio, Shinji Kagawa. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Das 91. Derby in der Bundesliga steht auf dem Programm. Es geht gegen die Blauen. Um was es da geht, brauche ich keinem zu erklären. Es geht um die Vorherrschaft im Revier. Und das heißt für alle zusammenstehen, richtig einen raushauen, kämpfen bis zum Umfallen. Denn eins ist klar, morgen zählt nur der Sieg. Ja, ich denke, dass wir jetzt in genau der richtigen Stimmung sind und ich bin froh, dass wir heute einen absoluten Derby-Experten bei uns haben, bei mir haben. Ich begrüße Shinji, schön, dass du hier bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Derby ist natürlich immer ein ganz besonderes Spiel, das weißt du, du bist ja schon ein paar Jahre bei uns und woran merkst du, dass ein Derby bevorsteht? Was ist in den Tagen vorher anders? やっぱりスタジアムの雰囲気はいつもと違いますし、街の盛り上がりも、そしてこの試合に勝つ意味、負ける意味もやっぱ全てその後に、すごく大きな意味を持つと思うんで、そして今のチーム状況を考えるとなおさらこのダービーはとても重要になってくると思ってるんで、必ず勝つために自分たちを信じて Ja, in unserem Fragenkonter geht es natürlich heute auch ums Derby, ganz klar. 5 kurze Fragen, 5 kurze Antworten an Shinji. Ich bin gespannt. Erste Frage, Shinji. Du bist der erfolgreichste Japaner in der Bundesliga-Geschichte. 38 Tore hast du insgesamt geschossen, 4 im Derby gegen die Blauen. Welches war das schönste Tor? Ja, alle Tore gegen Schalke. Das ist best. Sehr schön. Alle Tore natürlich gegen die Blauen zu treffen ist immer super. Wie beschreibst du in Japan das Derby? 自分の運命を変えてくれた試合、戦い。 Genau den richtigen haben wir eingeladen. Das ist perfekt. Früher hat Kevin die Neuzugänge natürlich immer auf das Derby eingestimmt, das ist ganz klar. Wer macht das jetzt im Team? Du? Nee. Ja, aber alte Spieler, weißt du? Ja. Nuri, Schmelle. Die sind? Ja, Roman ist zack. Die sagen Derby, da Derby ist wichtig, ja. Ja, gesagt. Ja. Aber du weißt schon, was das Derby bedeutet. Ich weiß, ne? Ja. Okay. Die meisten Fußballer hören Musik, wenn es ins Stadion geht. Was hast du auf den Ohren, um dich selbst heiß zu machen? まあ日本の歌であったり、海外の歌でアメリカの歌であったり、両方聴くことはやっぱり多いですね。まあ気持ちが上がるような歌が多いです。
Jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage für unsere Fans. Warum gewinnen wir am Wochenende das Derby? それはやっぱドルトムントの一員として絶対負けられない一戦だから、やっぱみんな勝つために最高の準備をするし、勝つことしか頭にないんで、必ず勝ってサポーターと一緒に喜びたいと思います。 Ja, Shinji und das Derby, das ist natürlich eine ganz besondere Beziehung. Wir haben uns vor ein paar Tagen schon mit Shinji getroffen und mit ihm über das Derby gesprochen, und zwar an einem ganz besonderen Ort. Hallo, ich hätte gerne Currywurst mit Pommes. Auf eine Currywurst mit Shinji Kagawa. Wir haben den Japaner zum Snacken und Schnacken getroffen. Im Fokus Shinjis Phase der Eingewöhnung in Dortmund und sein allererstes Revierderby. いや、もうすごく頭が真っ白でしたし、やっぱアウェーの大歓声の中で本当にスタジアムが静まり返ったというか、その感覚がすごく残ってますし、そして何よりみんながね、僕のゴールですごく喜びを感情をあらわにしてみんなが喜んでくれてるのを見て、改めてこれがダービーだな、貴重な得点だなっていうのをすごく感じるものでしたね。Der Derby-Sieg 2010, ein großer Schritt bei der Integration für den Neuzugang aus Fernost, sportlich wie privat. やはり自分自身1年目スタート最初のシーズンでね、やっぱシャルケ戦ですごくみんなからの見方が僕自身に対して変わったっていうのを感じてますし、だから常にダービーの持つ意味、をすごく理解してると思ってるんで、だからより燃えてくるんじゃないかなと思いますけど。 Currywurst und Revierderby. Zwei Kulturphänomene, die mittlerweile eng mit dem Namen Shinji Kagawa verbunden sind. Und beides scheint der 28-Jährige niemals satt zu haben. Dankeschön. Ja, den kompletten Beitrag über Shinji könnt ihr euch seit Donnerstag anschauen. Ein wirklich lohnenswerter Bericht. Einfach ein toller Typ, unser Shinji. Und ja, Currywurst und Revierderby, wir haben es gehört. Beides magst du an der Kultur hier im Ruhrgebiet. Jetzt natürlich die Frage, was vermisst du denn aus Japan? 最初はありましたけど、食事であったり人であったり街の雰囲気であったり、でも今はもう全く日本に恋しいなっていうのは思うことがないです。ないっていうか、こっちで本当にの生活の方が逆に楽ですね。 Ja, in der Heimat hat man natürlich immer ein Auge auf Shinji. Er ist dort bekannt wie ein bunter Hund. Die Menschen lieben ihn und du bist jedes Jahr nominiert für den Asian International Player of the Year Award. Was bedeutet dir so etwas? でもすごくそのノミネートされることは光栄ですけど、その賞は僕は正直ノミネートされただけで光栄だけであって、誰が取るかっていうのは特に僕にとっては重要じゃないというか、それ以上にやっぱもっともっとアジア人の選手がドイツであったりヨーロッパでもっともっと活躍できるために、僕はもっとこのドイツで活躍してアジア人選手がもっとねヨーロッパに来れるために、アジア人プレーヤーがもっと評価されるために頑張り続けていきたいなと思います。 Ja, auch abseits des Rasens, Shinji, bist du ein absolutes Vorbild. Du spendest 1% deines Gehaltes an Common Goal für soziale Zwecke. Das heißt, du bist dir deiner sozialen Verantwortung bewusst. Warum tust du das? Warum unterstützt du das Projekt und warum findest du das gut? いや、まずマンチェスターで同じチームメイトだったマタから
そういう話をいただいて、すごく興味深いチャリティーだなと思ってたので、そして僕自身もやはり恵まれない環境にいる子どもたちであったり、恵まれない環境にいる人たちに少しでもサポート、できるのであれば、そういうチャリティーももっとしていきたいなっていうのは昔から考えてた中で、そういう話をいただいたんで、そしてなおかつその 1% で自分が何をしたいかっていうのを自分で決めることができるし、そして自分でどこの国に行って何をしたいのかっていうのも具体的に自分発信できるので、そういうのもすごくやりがいを感じて、今回そういう、話をいただいたんで、ぜひやらせてほしいという話をしました。So, Shinji, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die heißt Sag doch mal. Und wir haben einen Freund, einen Bekannten von dir getroffen und ihn gebeten, dir eine Frage zum Derby zu stellen. Wir schauen mal. Ja, I know, ich weiß. Hey Shinji, mein Freund. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ich habe einfach mal eine kurze Frage an dich. Ja, wie war das 2011, wo du in der Bar gekellnert hast und gezapft hast? Erklär uns das doch mal bitte. Und ja, viel Spaß euch und Grüße. Ja, und jetzt, das war die Frage von Kevin und jetzt sind wir auf die Antwort von Shinji gespannt. 覚えてねえな。でまあケビンとはしょっちゅう一緒にお酒を飲んだりしてたから、あの時はもういろんな思い出がありすぎて、俺がそういう話っていうよりはケビンはいつもビール飲んで酔っ払ってたイメージが強いなと。それを逆にお前はもうそういうのなくなったのかっていうのは聞きたいですけどね。Ja, da werden wir natürlich aktiv und werden direkt bei Kevin nachfragen. Das ist doch logisch. Ja, Kevin und du, ich denke, das ist eine ganz besondere Freundschaft. Und habt ihr ab und zu noch Kontakt und heizt er dich jetzt auch kurz vor dem Spiel noch auf das Derby ein? たまには連絡が取ったりしますけどでもダービーはそこまで今のところ何も来てないんで、ただそれ以上にケビンに子供ができて彼女が奥さんができるっていうのはすごく僕はびっくりしています。Der Kevin ist ja amtierender Weltmeister. Heute in einer Woche ist die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2018. Hast du ein paar Wunschgegner? Möchtest du vielleicht gerne gegen Deutschland spielen? Nein. まあでも僕がドイツブンデスリーガ来てからもう6年7年経つ中でドイツ代表と試合は1回もしたことないですし、ましてやブンデスリーガにはたくさんの日本人プレーヤーがプレーしているので、ワールドカップの舞台で、予選じゃなくてもう一つ上の決勝ラウンドぐらいで一緒に戦うことができたら僕たちにとっては本当に嬉しく、思います。Ja, bis zur Auslosung ist es ja noch ein bisschen hin. Jetzt wird es aber ernst, schwarz oder gelb. Unser beliebtes Spiel bei BVB Total. Es werden uns Szenen vorgespielt und was dann passiert, wir wissen es nicht. Shinji und ich müssen raten und ich bin mal gespannt, was diesmal auf uns zukommt. Ja. 3, 2, 1. Schneller. Lothar Huber macht den rein und was passiert? Tanzen. Ja! Wie viel noch? Zwei noch? Zweimal noch. Okay. Okay. 3, 2, 1. Ja! Ja! 1-1. Peter Geier war das. Drei, zwei, eins.
Unentschieden. Wir haben beide recht. 2:2. So, dann schauen wir mal auf den Gesamtstand. 22:18 für mich. Überrascht dich das? Ja. Nein? Du, ja. Gewonnen. So, jetzt machen wir noch ein schönes Bild von uns. Da ist, warte, so, ja. Ja, das Bild braucht noch einen kleinen Moment, bis es zu erkennen ist. Und ich habe jetzt noch einen kleinen Mutmacher für Shinji, für uns. Wir haben nämlich mit einem Sieg die Möglichkeit, an den Blauen vorbeizuziehen. Und das ist uns schon einmal gelungen. Und so soll es dann auch wieder morgen sein. Schaut mal. Wir schreiben den 19.09.87. Frank Mill erzielt den 4:1 Endstand über die Blauen. Der BVB zieht nach Punkten mit dem Reviernachbarn gleich, überholt ihn aber dank Torverhältnis. Ein Szenario, das 30 Jahre später dringenden Wiederholungscharakter besitzt. Die Wegbereiter des deutlichen Derby-Siegs, dieser unverwechselbare Herr hier und der Rekordborusse persönlich mit einem Doppelpack. Zwei absolute Vorbilder, damals wie heute. Ja, Shinji, hast du die Torschützen erkannt? Ja, ja. Du Ja, klar. und Zoki. Zoki auch, der hat auch ganz viele Tore geschossen. Aber wie viel Tor gemacht gegen Schalke? Oh, jetzt ich glaube 3 mindestens. 3. Ja. Ich bin 4. Sorry. Du Lumpsack, du. Und ich kann nicht mehr aufholen, das geht nicht. So, jetzt kannst du das Bild unterschreiben. Super, vielen Dank. Jetzt ist es nicht mehr lang hin zum Derby. Erstmal vielen Dank an dich, Shinji, dass du heute zu uns gekommen bist. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass du in Dortmund im Ruhrgebiet angekommen bist und dich total wohlfühlst. Das finden wir ganz toll und wir sind natürlich total happy, dass du beim BVB bist. Wenn du jetzt noch gegen die Blauen nochmal 2 Tore schießt, dann bin ich dir gar nicht böse, dass du mehr Tore geschossen hast als ich. Und ihr zu Hause, ihr drückt auch die Daumen. Wir können alles gebrauchen beim Spiel gegen die Blauen und es wird so kommen, glaubt es mir. Wir sind nach dem Spiel vor Schalke 04. Das war's heute vom Feiertagsmagazin. Wir verabschieden uns. Shinji, alles Gute. Ich trage ihn jetzt quasi auf den Platz und dann schießt er die Tore. Tschüss, macht's gut.